Treffer! Mit diesem lauten Ruf endet in der Lawinenrettung die Phase des Sondierens und es beginnt die Phase des Ausschaufelns. Die Zeit läuft. Ersticken ist die erste Todesursache, wenn Menschen von Lawinen verschüttet werden. Ausschaufeln ist im gesamten Rettungsablauf der zeitintensivste Teil und auch der anstrengendste. Uns muss bewusst sein, dass wir ca. 3 Kubikmeter, also 1 Tonne Schnee, befördern müssen, um einen Menschen aus 1 Meter Tiefe zu bergen. Wir können beim Schaufeln sehr viel Zeit verlieren oder gewinnen, wenn wir mit System vorgehen. Zeit ist Leben. Eine hochwertige Lawinenschaufel hat ein großes Schaufelblatt aus Metall, scharfe Schneide an der Vorderseite, einen hochgezogenen Rand, ein Teleskopstiel, einen ergonomischen Griff und eine Gummierung zum festen Halt, und sie lässt sich auch umbauen zur sogenannten Räumfunktion. Wir beginnen mit dem Schaufeln nicht direkt bei der Sonde, sondern im Abstand der Verschüttungstiefe entfernt. Also 1 Meter unterhalb der Sonde, wenn die Verschüttungstiefe 1 Meter beträgt. Damit verhindern wir das weitere Verdichten des Schnees über dem Verschütteten, das Zerstören einer Atemhöhle, und wir beugen dem häufigsten Fehler beim Ausgraben vor, nämlich dass wir ein Loch, einen Brunnenschacht graben. Wir müssen eine möglichst flache Rampe herstellen, um einen Menschen aus dem Lawinenschnee zu bergen. Immer gilt: Kopf frei, Atemwege frei. Alles wird auf dieses eine Ziel fokussiert. Kopf frei, Atemwege frei. Hallo, hörst du mich? Ja. Kannst du mich hören? Ja. Atmung ist vorhanden. Nun zur Organisation, zur Position der Schaufler, abhängig, ob 1, 2, 3 oder 4 Helfer zur Verfügung stehen. Ist nur ein Retter zur Stelle, beginnt dieser unterhalb der Sonde im Abstand der Verschüttungstiefe, in unserem Fall 1 Meter. 2 Schaufler arbeiten nebeneinander, wieder im Abstand der Verschüttungstiefe zur Sonde. Von Zeit zu Zeit geht einer der beiden zurück, um den Schnee hinten Weg zu befördern. Bei 3 Helfern arbeiten 2 nebeneinander, einer hinten, ca. 1,5 Meter, und räumt den Schneeweg. An dieser Position, in der 2. Reihe, bewähren sich Lawinenschaufeln mit einer sogenannten Räumfunktion. Ab 3 Helfern ist es auch möglich und sinnvoll, die Positionen zu wechseln. Sind mehr als 4 Schaufler zur Stelle, dann lösen diese jene ab, die ermüden. Sie koordinieren das Schaufeln oder bilden eine 3. Schaufelreihe. Das ist notwendig bei sehr tiefer Verschüttung. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitungen zur Ersten Hilfe, Biwaksack und Alu-Rettungsdecke bereitstellen, die Kommunikation mit der Rettungsleitstelle betreuen oder den Hubschrauber einweisen. Atemwege frei, Atem vorhanden. Hörst du mich?